und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und du bist auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Heute möchte ich dir gerne zeigen, wie ich hier diese Decke mit dem Zopfmuster gehäkelt habe. Die Decke bei mir ist mit einer 5,5 mm Nadel gehäkelt, mit einem zarten rosa Garn und einem kleinen Glitzerfaden dabei. Und ja, ist eigentlich relativ einfach. Ja, was für ein Garn du nimmst, das ist komplett dir überlassen. Ich habe jetzt hier ein kleines Mustergarn, also das nehme ich meistens für die Muster zu zeigen. Und habe hier eine 4er Nadel. Ich finde, dadurch sieht man die Sachen ein bisschen besser. Und wir starten sozusagen hier in der Mitte und häkeln unser Quadrat. Dazu hole ich dich näher ran und mache mal den Fokus aus. Ich hoffe, dieses Mal wird es nicht unscharf. Aber ich glaube, das hat daran gelegen, weil ich meine Häkelsachen im Hintergrund liegen hatte. Und jetzt ist ja der Tisch ganz weiß, also ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen geht. Ja, wir machen einmal den Anschlag und häkeln dann 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Dann gehen wir hier in den Hügel der hinteren, der ersten Luftmasche, die wir gehäkelt haben, stechen wir ein und machen eine Kettmasche drauf. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Für die 4 Luftmaschen kann man auch eine größere Nadel nehmen oder man macht einen magischen Ring, aber ich häkel meistens mit diesen 4 Luftmaschen. So, jetzt gehen wir 5 Luftmaschen nach oben. 3, 4, 5. Nehmen einen Umschlag und machen in die Mitte von unserem Kreis, stechen wir ein und machen für hier 4 Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. So. Jetzt arbeiten wir unsere zweite Ecke sozusagen. Die erste Ecke wird hier entstehen und jetzt kommt die zweite Ecke. Das heißt, wir machen noch einmal 2 Stäbchen. 1, 2, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Das ist immer die Ecke. So, jetzt kommen wieder 4 Stäbchen. 3 und das 4. Und wir arbeiten die nächste Ecke. Wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Habe ich jetzt zum Beispiel verzählt. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 2 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen. Das wird hier ein bisschen eng, aber das ist ja nicht schlimm. Man möchte ja eine Decke haben, die relativ geschlossen ist. 2. Jetzt haben wir 1, 2 und 3. Jetzt fehlt uns noch einmal. Das heißt, wir machen jetzt wieder 4 Stäbchen. 2, 3 und 4. Und noch einmal 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Na, jetzt.
2 Stäbchen. Das kann man so ein bisschen schieben. Siehst du, dann hat man da noch mal Platz. Also die nächste Ecke, 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen. So, und jetzt brauchen wir wieder 4 Stäbchen. Also nochmal 1, 2, 3 und 4. So. Und die eine Ecke, die hatten wir hier so ein bisschen vorgearbeitet. Das heißt, wir brauchen hier nur noch ein Stäbchen für die Ecke und machen in unseren Anfang hier in die 1, 2, in die dritte Luftmasche eine Kettmasche. So, dann stechen wir hier vorne in den Zwischenraum rein und machen dort auch eine Kettmasche, damit wir im Zwischenraum jetzt sind, um unsere Ecke zu arbeiten. Jetzt kommt eine ganz einfache Umrandung, indem wir in jede Masche ein Stäbchen häkeln. Wir gehen jetzt hoch mit 3 Luftmaschen und machen in unseren Zwischenraum noch ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen. Das ist die erste Ecke. Und jetzt folgt in jede Masche ein Stäbchen. So, ich bin jetzt gleich am Reinwechsel. Es sind jetzt bei mir genau 12 Stäbchen mit den Ecken mitgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also hier in der Ecke, wir sind ja eben mit 3 Luftmaschen hoch und noch einem Stäbchen in den Zwischenraum. Das ist dann unsere Ecke. Das heißt, wir machen hier einfach eine Kettmasche rein, ziehen die ein bisschen zu, gehen in die nächste Masche rein, machen eine Kettmasche und in den Zwischenraum eine Kettmasche. So. Und so sieht jetzt unser Quadrat aus. Jetzt gehen wir hin, gehen wieder mit 3 Luftmaschen nach oben. Das ist immer so, die Ecken bleiben so. Und der Start auch. Ein Stäbchen für den Anfang der Ecke, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, und jetzt würde ich sagen, starten wir sozusagen mit dem Muster. Für diesen Mustersatz von diesem Zopf brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Maschen insgesamt und wir haben 12. Ja, also würde das genau aufgehen. Ich habe hier an den Seiten ja noch die Reliefstäbchen gemacht gehabt. Das zeige ich jetzt dann auch, wie wir damit am besten starten. So, wir starten als erstes mit 3 Stäbchen, in jede Masche ein Stäbchen. Ich habe gerade überlegt, weil die 12, das geht ja nicht gerade auf, für 7 Maschen 12 Stäbchen aufzuteilen, ist ungünstig. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, ich mache als erstes hier die 3 Maschen
die 3 Stäbchen jeweils in ein Stäbchen und werde hier hinten dann nur noch 2 haben. Das hatte ich aber hier bei dem genauso. Also das ist nicht schlimm. So, jetzt kommt die Vorbereitung für unseren Zopf hier. Das heißt, wir machen jetzt Reliefstäbchen. Wir stechen von vorne ein, gehen nach hinten, holen den Faden. So. Und das machen wir 3 Mal. 3. Jetzt kommt hier in die nächste Masche, dort in diese, ein Stäbchen. Und jetzt folgen wieder 3 Reliefstäbchen. 1, 2 und 3. So, das ist sozusagen der Start für das Zopfmuster. Und jetzt habe ich noch 2 Maschen übrig, da mache ich jeweils ein Stäbchen rein. Jetzt bin ich wieder an der Ecke, das heißt in die Ecke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Jetzt habe ich die Luftmaschen vergessen. 1, 2. So. Und hier auf der Seite, also ich habe das Zopfmuster immer gegenüberliegend bei meiner Decke. Und hier habe ich nur so ein ganz kleines Muster reingearbeitet. Aber da bin ich erstmal ganz normal noch mit hochgegangen. Also machen wir diese Reihe, obwohl könnte man schon im Wechsel machen, mit den Reliefstäbchen. Das heißt, wir starten mit einem Reliefstäbchen und dann ein normales Stäbchen in jede Masche. Und das dann im Wechsel. Jetzt wieder Reliefstäbchen und in die nächste ein Stäbchen. Relief und normales Stäbchen. Und dann hat man das so in einem kleinen Muster. Und das Muster habe ich nachher auch bei dem Zopf nebendran gemacht. Also das Muster des Zopfes und dann hier das dazu in die vorderen Maschen und in die hinteren, also in die nachfolgenden Maschen. So. Und gestartet bin ich immer mit einem Reliefstäbchen, dann kam ich nie durcheinander. Jetzt sind wir wieder an der Ecke, 2 Stäbchen und 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. So, und das hier ist jetzt dann die Seite, wo der Zopf noch mal hinkommt. Und deswegen starte ich dort wie hier. Das heißt, ich mache in die ersten 3 Maschen 3 Stäbchen. So, dann folgen 3 Reliefstäbchen. Also jedes Stäbchen, was wir da haben, jede Masche ein Reliefstäbchen. Dann folgt ein Stäbchen und noch einmal 3 Reliefstäbchen. So, und die letzten beiden Stäbchen fülle ich auf mit Stäbchen. Und schon wieder an der Ecke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Für das Zopfmuster habe ich auch ein gesondertes Video und das kann ich gerne mal verlinken.
könnt ihr euch auch gerne anschauen. Da ist der Zopf zweimal nebeneinander sozusagen, also einer und dann nochmal einer. Ja, jetzt sind wir wieder an dem Mustersatz mit den Reliefstäbchen. Das heißt, wir starten mit Reliefstäbchen, normales Stäbchen und das im Wechsel bis hinten hin. Man muss ein bisschen aufpassen, denn durch die Reliefstäbchen zieht sich die Häkelarbeit ein bisschen zusammen. Aber dadurch ist sie auch ein bisschen dichter. Deswegen kann man das auch ruhig mit einer großen Nadel häkeln, finde ich. Das tut dem Ganzen keinen Abbruch. So. Und da sind wir wieder an der Ecke. Das heißt, hier, wo wir die 3 Luftmaschen gemacht haben, kommt eine Kettmasche rein. In die nächste Masche eine Kettmasche und in den Zwischenraum eine Kettmasche. Und es geht 3 Luftmaschen nach oben, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen in den Zwischenraum. Also jetzt sind wir da, wo wir die 3 Reliefstäbchen, das Stäbchen und die 3 Reliefstäbchen gemacht haben. Wir machen einen doppelten Umschlag auf die Nadel, überspringen die 3 Reliefstäbchen, überspringen das Stäbchen und gehen hier in dieses Reliefstäbchen. Machen wir ein doppeltes Reliefstäbchen. Das heißt einmal, zweimal und dreimal. Und noch einmal doppelter Faden, die nächste Masche, das nächste Relief, von vorne einstechen, Faden holen und einmal, zweimal und dreimal. Und noch einmal doppelter Umschlag in die Masche und einmal, zweimal, dreimal. Jetzt kommt als Ersatz für hier unser Stäbchen eine Luftmasche. Und wir nehmen wieder einen doppelten Umschlag auf und arbeiten jetzt die hinteren 3 Reliefstäbchen. So. Eines. Ich hoffe, man sieht das ganz gut. Die erste eingestochen, jetzt hier kommt die zweite, doppelter Umschlag um die zweite. Noch einmal doppelter Umschlag und hier der dritte. So, und jetzt sind die Maschen ja über Kreuz. Und die Luftmasche hier ist sozusagen unser Ersatz für das Stäbchen, was wir da drin gehäkelt haben. Jetzt starten wir weiter mit unseren Maschen. Wie wir hier vor den Stäbchen, vor dem Zopf geendet haben, starten wir wieder. Das heißt, wir machen hier ein Reliefstäbchen hin. Dann ein normales Stäbchen und ein Relief und ein normales. Das könnt ihr aber variieren, wie ihr möchtet. Das ist nichts Festgeschriebenes. Die Ecke, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Der Zopf ist nur am Anfang hier so ein bisschen schwieriger. Danach geht es. Also es kommt einmal so über Kreuz und dann wird einfach nur noch mal mit Relief drüber gehäkelt. So, jetzt folgt wieder der normale Mustersatz. Das heißt, wir starten mit einem Reliefstäbchen. Also hier auf der Seite und auf der gegenüberliegenden Seite starten wir immer dann mit einem Reliefstäbchen. Dann folgt ein normales Stäbchen und dann wird einfach hier nur unserer Vorgabe sozusagen gefolgt.
dass das so ein bisschen wellig ist, das legt sich nachher wieder. Also je mehr drankommt, umso schwerer wird es ja und dann legt sich das automatisch glatt. Genau. So, wieder ein Relief, ein Stäbchen. Das immer im Wechsel. Aber das ist, wie gesagt, ganz dir überlassen, wie du das gerne hättest. Das hier ist ja kein Muss, nur ich habe es in meiner Decke halt so gemacht. Dadurch ist er halt schön dicht geworden und ja, und das sind circa vom Knäuel her bei meiner Decke, ja, circa laut laut Banderole 820 Meter. Laut Banderole. Ja. So, jetzt bin ich auch schon wieder an der Ecke. Jetzt arbeite ich die Ecke. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, und hier arbeite ich jetzt auch das Relief, bis ich hier an mein Muster für den Zopf bin. Also heute habe ich Wortfindungsschwierigkeiten. Ich weiß auch nicht. An manchen Tagen ist das so. Aber ich habe die Nacht auch nicht so gut geschlafen. Naja, was soll's. Manchmal hat man das. So, halt, jetzt war ich eins zu weit. So, jetzt bin ich an den 3 Reliefstäbchen. 3 Reliefstäbchen, ein normales Stäbchen, 3 Reliefstäbchen. Das wird jetzt genauso wie hier hinten gearbeitet. Das heißt, wir holen einen doppelten Umschlag, überspringen die 3 Reliefstäbchen, überspringen das Stäbchen und stechen in die dritte, in diese, drumherum ein und holen den Faden und machen ein Relief, ein doppeltes. So, und noch einmal. Das machen wir 3-mal, sodass unsere 3 Reliefstäbchen jeweils immer ein doppeltes Reliefstäbchen haben. So, jetzt für unser Stäbchen eine Luftmasche. Und jetzt werden die hinteren 3 Reliefstäbchen hier gearbeitet. Das heißt doppelter Umschlag. In das erste hier wird eingestochen, drumherum und Faden und abmaschen. Einmal, zweimal und ein drittes Mal abmaschen. Doppelter Umschlag. Das nächste muss man ein bisschen ziehen und einmal abmaschen, zweimal, dreimal. Und der letzte, doppelter Umschlag. Das kann man sich so ein bisschen rausbeugen dann, beulen. Einmal, zweimal, dreimal abmaschen. So. Und jetzt sind wir wieder hier hinten bei unseren 4 Maschen. Und da machen wir ein Reliefstäbchen, ein Stäbchen, ein Reliefstäbchen und ein Stäbchen. So. Und das ist der zweite Zopf. Jetzt arbeite ich die Ecke, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Jetzt sind wir wieder bei dem anderen Muster. Das heißt, wir machen hier ein Reliefstäbchen. Wir starten mit einem Reliefstäbchen, ein normales Stäbchen und das immer im Wechsel, bis man hier wieder an der Ecke ist. Genau.
so ist das. Eigentlich ist das Muster ja relativ einfach und ich finde, das macht auch einiges her. So sehe ich das, also sieht komplizierter aus, als es ist. Und ja, so an sich ist das ja einfach gehäkelt. Es ist nur das Überkreuzen sozusagen immer ein bisschen tricky. Aber wenn man das einmal raus hat, dann geht das. Dann kann man das. So, eine Kettmasche, noch eine Kettmasche und in den Zwischenräumen eine Kettmasche. 3 Luftmaschen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. So. Und wir sind wieder auf der Seite, wo der Zopf ist. Und dort starten wir jetzt auch mit einem Reliefstäbchen. Das kann man natürlich auch alles mit Stäbchen einfach auffüllen. Wenn man das nicht möchte, dieses Reliefstäbchenmuster, dann kann man das auch einfach mit Stäbchen auffüllen. So, das geht jetzt im Wechsel, bis wir hier vorne an unserem Zopf sind. Ja, so. Jetzt sind wir hier an dem Zopf, wo wir über Kreuz gehäkelt haben. Das muss man sich ein bisschen auseinanderziehen, damit man das einfach ein bisschen besser erkennt. Jetzt werden ganz normale Reliefstäbchen gehäkelt, 3 Stück, in hier diese 1, 2 und 3. Ja, müsst ihr ein bisschen ziehen und dann sieht man die. Also von hinten nach vorne einstechen, 1, von vorne nach. Genau, bei denen komme ich auch immer durcheinander. Wie war das mit Wortfindungsschwierigkeiten? So, jetzt habe ich hier 3 Reliefstäbchen. Hier ist meine Luftmasche. Auf diese Luftmasche setze ich einfach ein Stäbchen für meinen Zwischenraum. Und jetzt folgen hier wieder die 3 Reliefstäbchen. Und 3. So. Und das ist der ganze Zopf. Gar nicht so schwer. Jetzt füllen wir hier wieder auf. Und auch bei der anderen Seite wird aufgefüllt oder so weitergehäkelt, wie das Muster es vorgibt, im Wechsel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich hier bei der Seite nochmal. Dann machen wir genau dasselbe wie hier. So, ich bin jetzt wieder hier auf der Seite von unserem Zopf. Am Anfang, also hier wieder im Wechsel, die Stäbchen machen, bis wir an dem Muster sind. Ja. Das passt. So. Und jetzt bin ich wieder hier an dem Muster. Ein bisschen ziehen, damit man die einzelnen Stäbchen hier erkennt. Und wir starten einen Umschlag und wir machen die Reliefstäbchen. Und die ersten 3.
für unsere Luftmasche wird ein Stäbchen gemacht. Und hier bei den nächsten dreien machen wir wieder Reliefstäbchen. Wie jedes Stäbchen ein Reliefstäbchen. So, und hier wieder auffüllen. So, und dann kann man da schon schön erkennen, wie die kleinen Zöpfe laufen. Genau. So, und die kann man so lang machen, wie man möchte. Ich bin hingegangen und habe die noch einmal sozusagen eine Runde Stäbchen draufgesetzt und dann wieder den Knoten sozusagen gemacht. Ja? Oder die Faltung, das Überkreuz. Also, wir haben hier den Überkreuz, eine Runde Stäbchen, noch eine Runde Stäbchen, Reliefstäbchen natürlich, und dann kommt die nochmal Überkreuz. Das zeige ich aber gleich nochmal. Jetzt kann man erstmal die Runde fertig häkeln und dann sehen wir uns sozusagen hier auf der Seite einfach wieder. So, hier wird ja wieder ganz normal aufgefüllt und dann sind wir vorne am Zopfmuster. Man könnte jetzt überlegen, ob man sich da noch irgendwas dazu häkelt, also noch ein anderes Muster mitnimmt, aber mir hat das, wie gesagt, so gereicht. Hat mir so gut gefallen. So, noch zwei. Und jetzt kommen hier wieder 3 Reliefstäbchen, ein Stäbchen und wieder 3 Reliefstäbchen drauf. Also gar kein Hexenwerk, super einfach. Mit einem schönen Effekt. So, hier ein Stäbchen in die Mitte und wieder 3 Reliefstäbchen. Und hier wieder in dem Wechsel häkeln. Und so wächst er dann sozusagen vor sich hin. Ob Decke oder Seelenwärmer, also das kannst du dir variieren, wie du möchtest. Ich hatte jetzt, wie gesagt, die Decke daraus gehäkelt. Ich fand die so ganz schön, auch von den Farben her, mit diesem Regenbogengarn oder Einhorngarn. Ja, genau. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich hier wieder. So, jetzt bin ich wieder an dem Zopfmuster und dort kommen einfach nur, wie eben, Reliefstäbchen drauf. Also 3 Reliefstäbchen, ein Stäbchen und noch einmal 3 Reliefstäbchen. Und 3 Reliefstäbchen. Dann zeige ich es auch gleich nochmal. Ich mache noch gerade den einen, damit das besser sich rüberzieht. So. Ja. Und man sieht es jetzt hier schon durch die
Reliefs zieht sich das schön zusammen. Genau, dann würde ich sagen, zeige ich euch oder zeige ich dir gleich nochmal, wie man das hier mit dem Überkreuz jetzt hier oben drauf setzt. Wie gesagt, diese Stäbchen, die kann man jetzt so hoch machen, wie man möchte. Also wenn man möchte, dass das weiter auseinander ist sozusagen, dann setzt man halt noch eine Reihe mit den Reliefstäbchen so oben drauf und geht dann erst hin und sagt, jetzt mache ich nochmal Überkreuz. Aber mir hat das, wie gesagt, so ganz gut gefallen, dass das so relativ eng beieinander ist und deswegen habe ich das so gemacht. Ja, genau. Dann würde ich sagen, zeige ich gleich, wenn ich hier auf der Seite bin, hier nochmal, wie das Überkreuz funktioniert. Aber erst muss ich noch ein bisschen häkeln, damit das ein bisschen wachsen tut. So, noch einmal zur Erinnerung, die Ecken bestehen immer aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Unsere Startecke besteht aus 3 Luftmaschen, 1 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Also wo wir sozusagen den runden Anstieg haben. So, jetzt wollte ich nochmal hier das mit dem Überkreuz zeigen. Also doppelter Umschlag, nee, noch nicht, Entschuldigung, ich habe hier noch mein Reliefstäbchen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, aber das hat man mit der Zeit raus. So, jetzt habe ich hier meine 7 Maschen und ich nehme einen doppelten Umschlag. Ich überspringe die ersten 3 Reliefstäbchen und überspringe mein Stäbchen und mache um die 1, 2, 3, 4, um das 5. Reliefstäbchen ein doppeltes Reliefstäbchen. 2 und 3. Doppelter Umschlag und das nächste. 2, 3. Doppelter Umschlag und das nächste. 2 und 3. So, für unser Stäbchen, was wir hier in der Mitte haben, machen wir eine Luftmasche. Dann nehmen wir wieder einen doppelten Umschlag auf die Nadel und starten mit unserem ersten. Also die 3, die wir eben übersprungen haben, werden jetzt aufgefüllt. 1, doppelter Umschlag, das zweite. Das ist manchmal ein bisschen tricky, wie gesagt, weil man das nicht so gut sieht. Aber wenn man sich das dann so ein bisschen zieht, ja, dann sieht man das noch. Doppelter Umschlag und das letzte. 2 und 3. So, ich mache gerade noch hier das Folgereliefstäbchen, damit sich das ein bisschen zieht. Ja, so. Und schon hat man den kleinen Zopf oder dieses Flechtenmuster. Also super einfach. Da oben drauf werden dann auch nochmal normale Reliefstäbchen gesetzt. Aber ich zeige es dir hier jetzt gleich noch einmal. Ich hoffe, meine Wolle reicht. Durch die Reliefstäbchen ist das ein kleiner Garnfresser. Ja, aber gut, so ist es. Ja, dann bin ich hier gleich wieder für dich da. So, ich bin wieder hier bei dem Mustersatz. Das heißt, wir nehmen einen doppelten Umschlag und überspringen die ersten 4 Maschen und machen ein Reliefstäbchen hier um die 5. Also 1, 2, 3, dreimal durchziehen, noch einer und noch einer. Für unser Stäbchen in der Mitte machen wir unsere Luftmasche, noch einmal einen doppelten Umschlag und dann kommen die ersten 3
Reliefstäbchen hier. 1, 2, 3 Mal. Und 1, 2, 3. Doppelter Umschlag. Und wenn man das letzte nicht mehr so gut sieht, dann zieht man das alles ein bisschen und dann fällt es einem ins Auge. 2 und 3. So, und dann hier weiter in dem Mustersatz. So, und das ist auch schon das ganze Muster sozusagen. Mehr ist es nicht. Hier oben drauf setzt man jetzt wieder die Reliefstäbchen, wie eben schon zweimal, und dann macht man wieder den Wechsel. Wenn man den Zopf so kurz haben möchte, das Geflochtene. Wenn man das natürlich länger haben möchte, kann man noch 3 oder 4 Reihen draufsetzen. Das ist einem selbst überlassen. Genau. Und das ist auch das ganze Hexenwerk von diesem Deckchen sozusagen. Von dieser Decke. Das ist hier von mir die, wie gesagt. Und man sieht es nachher. Also jetzt, die trillert sich ja so ein bisschen, aber das legt sich aus. Wenn sie nachher größer wird und schwerer wird, legt sich das. Na, also von daher. Man könnte noch so einen kleinen Rand kann man dran machen, wenn man das möchte. Also wenn man das möchte, wenn nicht, dann lässt man das. Ich hatte jetzt so einen kleinen Muschelrand gemacht hier. Den kann man ja dann einfach drüber setzen, wenn man das möchte. Ja, und das ist eigentlich das Ganze von der Decke. No, der Zopf, der hier wächst, und hier die Reliefstäbchen. Das war's. No. Wenn ihr dazu Fragen hast, wenn du dazu Fragen hast oder irgendwas ist, kannst du dich gerne an mich wenden. Das ist gar kein Thema. Einfach Bescheid geben, damit ich das weiß. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nacharbeiten. Gerne ein Däumchen nach oben. In diesem Sinne, bleib gesund. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Mach's gut. Tschüss.